Abbruch. Wir gehen jetzt zurück zum Pumper. Wir laufen dran vorbei und da schmeißt er mir so eine Flasche vor die Füße. Wo ich denke, was soll das? Einfach mal einen ruhigen Stellplatz finden. Gestern ging nämlich auch irgendwie die ganze Nacht Party bei dem Stellplatz, an dem wir waren. Problem. Es kommt immer wieder zurück. Ja. Und wir wissen vor allem nicht, woran es liegt. Es ist so warm und es macht mich einfach nur müde. Das macht uns echt fertig, oder? Die Hitze. Ja, wir fahren auf jeden Fall heute noch weiter. Wir wollen uns was angucken, eine Ausgrabungsstätte, und danach wollen wir dann unbedingt ans Meer in den nächsten Tagen. Weil hier im Inland ist es nicht auszuhalten. Ja, wir haben schon geguckt, es ist wesentlich kühler. Sind es nur 28 Grad oder so. Statt 38. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Wir haben es geschafft! Wuhu! 3 Stunden Schwitzen im Auto sind vorbei, wir sind am Stellplatz. 150 Kilometer sind schon echt viel für Marokko, für die Straßenverhältnisse. Das stimmt. Und boah, wir sind zu schnell gefahren, also ich bin zu schnell gefahren. Und dann wird man gelasert und dann kommen immer diese Polizeikontrollen, keine Ahnung, so 200 Meter später. Und hat uns erstmal angewunken, geguckt. Und dann hat er weitergewunken und wir hatten so ein Glück, ey, ich war bestimmt 30 km/h zu schnell. Na, wir wissen es halt auch nicht genau, weil das Problem ist, es steht eine Geschwindigkeitsbegrenzung dran und dann weiß man nicht, ist die jetzt wieder aufgehoben oder nicht, weil es kommt einfach kein das ist total Schild random mehr. hier mit den Schildern. Und es war halt 80 und Marco dachte, es ist aufgehoben, ist 100 gefahren und dann haben wir eben den Polizisten gesehen, der gelasert hat. Das ist eine Pistole. Aber wir wurden einfach durchgewunken, nicht ja, das war der Touri-Bonus irgendwie. Normalerweise läuft es immer andersrum, aber heute wird man durchgewunken. Unsere Wachhund haben wir auch versorgt für heute Nacht. Wie schön die Sonne untergeht da hinten. Ja, ist richtig schön. Also cooler Spot auf jeden Fall. Hat was. Marco mal wieder ganz toll rausgesucht, den Spot. Wir machen jetzt Abendbrot und dann war es das für heute. Ja. Okay. Bis dann morgen. Bye bye. Guten Morgen. Guten Morgen. Uns geht's beiden nicht so gut im Magenbereich. Und wir haben jetzt die letzten Tage immer das Wasser direkt von der Quelle bei uns im Tank eingefüllt und auch getrunken. War anscheinend doch nicht so gut und wir vertragen es halt leider doch nicht. Wir dachten, wir können es noch ein bisschen hinauszögern. Aber egal. Jetzt müssen wir erstmal alles auskochen, auswaschen, desinfizieren. Und wir haben endlich unseren Alpfilter installiert. Ja. Sind wir mal gespannt, was das gute Gerät kann. Aber damit sollte dann eigentlich alles wieder trinkbar sein, was wir hier in unseren großen Kanister füllen. Also es läuft, aber es läuft extremst langsam. Keine Ahnung, ob das jetzt an uns liegt, ob wir jetzt einen Fehler gemacht haben. Aber das ist way too less. Oder es liegt halt wirklich daran, dass der Wasserdruck hier aus der Wasserquelle zu niedrig ist. Kein Plan. Jetzt hier eine alte archäologische Stätte von den Römern mal wieder an. Volubilis nennt die sich. Und ist hier in der Nähe von Meknes. Der Roman Empire. Krass, das ist von der Ausdehnung damals.
Ja, ich denke mal, das war der Spielplatz vom Orpheus. Der war ja ein Tier- und Musikliebhaber, wie da oben stand. Du siehst ja hier die ganzen Mosaike, Elefanten, Zebras, Affen, Vögel, Leoparden. Es geht noch bis da runter zu dem Fluss. Aber ja, das schaffen wir nicht in der Hitze. Wir gehen gerade rein. Das ist unerträglich. Also größten Respekt für die Leute, die in dem Land leben. Die halten hier das mal aus. Noch ein Baum. Baum. Noch ein Baum. Bitte lass es kühl sein. Ich hol dich dann nachher wieder ab. Ja? Kühl? Das ist auf jeden Fall besser als in der Sonne. Das ist eine alte Mühle. Wenn wir hier außen rumgehen, da unten können wir rein. Ja? Ja, das ist nicht abgesperrt. Ja Leute, ich muss ehrlich sein, diese Hitze ist echt nicht zu unterschätzen. Wir haben heute 42 Grad und ich musste mich gerade mal kurz in Schatten setzen. Und es geht minimaler Wind, aber einfach nur warmer Wind. Aber man darf es einfach nicht unterschätzen, weil der Kreislauf einfach so schnell unten ist, also so habe ich das Gefühl, weil wir diese Hitze nicht gewohnt sind. Wir dachten, wir hätten uns schon ein bisschen in Spanien und Portugal akklimatisiert, aber da waren es halt so 32, 33 Grad und 42 Grad ist irgendwie doch nochmal eine andere Hausnummer. Die Basilika, die war gar keine Kirche. Ne? Das war eine Art Gerichtssaal und die Obersten haben ihre Gesetzgebung quasi besprochen. Ach, krass. Ich dachte, das ist eine Kirche, aber nee. Kein schlechter Saal für einen Gerichtssaal, ne? Sehr imposant. Willkommen im Haus der Akrobaten. Der reitet seinen Esel rückwärts. Vielleicht noch so ein Cocktail. Hat da jemand Wassereinzug? Ich habe richtig Wasserentzug. Ich sehe gleich die Fata Morgana. Ja, wir sollten das mit uns beiden noch weiter südlich werden. Wir sollten das nur Sahara mit uns werden. Ja, ich habe dann wahrscheinlich auch eine Burka auf, aber halt komplett nass immer. So Eiswürfel überall weißt du, was dran. ich dir kaufe? Kennst du noch von früher? Diese Cappies, die dann vorne diesen kleinen Ventilator drin haben? Aber da bitte doch so ein Eiswürfel hin und dann ein Ventilator. Okay. Gehen wir jetzt zurück über die Maximus Avenue. Jawohl. Komm. Bevor wir ja beide noch uns so sehen lassen. Da lang, oder? Ja. Sieht aus nach Regen. Wir hoffen auf Regen. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed, the laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Ist okay, wir wissen, dass du da bist. Ja, der muss seinen Girls immer mal wieder Bescheid sagen, dass er hinter ihm ist. Guten Morgen! Wir waren die letzten 2 Tage auf einem Campingplatz, haben da endlich mal Wäsche gewaschen und unser Wasser aufgefüllt und sind jetzt wieder unterwegs. Heute geht es in die Hauptstadt Rabat. Wir müssen uns allerdings als erstes um unser Internet kümmern. Wir haben gerade kein Datenvolumen mehr und müssen erstmal wieder gucken, dass wir Internet haben. Und dann wollen wir uns einfach mal treiben lassen. Wir haben uns noch nicht informiert, was es in Rabat zu sehen gibt, sondern wollen einfach mal drauf los und die Stadt angucken. Internet erledigt. Erstes To-Do quasi abgehakt und jetzt fahren wir in die Altstadt, da zum Supermarkt. Gucken, ob wir da einfach parken können und gucken uns noch ein bisschen Rabat an. Also wir sind wieder hier draußen, weil drin durften wir unser Mikrofon nicht benutzen, deswegen erzähle ich euch hier draußen jetzt was. Hinter mir da ist der Turm Hassan, das ist ein unvollendetes Minarett, das im 12. Jahrhundert erbaut wurde, und da hinten ist das Mausoleum vom König Mohammed V.
Wir sind gerade in der Kaschba von Rabat. Das ist eine alte Militärfestung, aber hier wird gerade ganz viel gebaut, deswegen kann man sich gar nicht alles angucken. Hier gibt es auch die andalusischen Gärten und so ganz berühmte Tore. Die sind aber gerade im Bau, deswegen schlendern wir einfach nur so durch die Gassen hier. Ja, ist aber auch schön. Ist auch ganz schön, ja. Jetzt sind wir hier am marokkanischen Hauptstadtstrand angekommen. Hier gehen die Marokkaner baden. Sogar Wellenreiten ist hier am Start, obwohl das hier eher weniger Sinn macht, meines Erachtens. Aber naja. Irgendwie haben wir schon öfters jetzt auch die Situation gehabt, dass irgendwelche Jugendlichen Tina immer einen Mittelfinger zeigen. Wir wissen nicht warum. Ist nicht sehr angenehm auf jeden Fall. Ist total komisch und ich mache mir da auch immer enorm die Gedanken danach. Ist total blöd. Ja. Weil eigentlich sollte man die Person ja damit konfrontieren. Na, beim nächsten Mal, wenn ich das mitbekomme, dann machen wir das auf jeden Fall auch. Weil, keine Ahnung, gehört sich halt nicht. Wir kennen den nicht, wir haben den nichts getan, also warum? Ja. Naja, jetzt erstmal was essen gehen. Dann wird alles besser. Dann ist alles besser. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gestern hier am Stadtrand von Rabat geschlafen. Ja. Auf so einem Sandparkplatz und irgendwelchen Fußballfeldern und Basketballfeldern. Da war die Hölle los gestern Abend. Also ich glaube bis um 4 war hier Musik. Also hier war alles voller Autos. Und die haben hier Party gemacht und ja, wie es halt so ist in Marokko, die haben ein enormes Müllproblem. Eigentlich fast an jeder Klippe oder an jedem Strand, wo wir bisher waren, ist alles vermüllt. Komplett mit Glasscherben auch zu, also auch im Wasser. Das ist halt irgendwie gar nicht geil. Weil wenn du ins Wasser reingehst, musst du extremst aufpassen oder musst halt Schuhe anhaben. Und ja, ich weiß nicht, also das Verständnis dafür ist hier noch gar nicht da und auch Mülltonnen sind sehr, sehr rar gesät. Also Ja, das stimmt. wir müssen jedes Mal nach einer Mülltonne hier irgendwo suchen, wenn wir unseren Müll wegbringen müssen. Und von Trennung ganz zu schweigen gibt es nur plus eine Tonne immer. Ja, aber wenn es immerhin eine hier gäbe, also wir haben auch gesehen, die Leute schmeißen halt wirklich direkt neben ihr Auto alles hin. Ja, die schmeißen einfach so aus dem Auto raus. Ja, und gerade hier an den Klippen, das ist so schlimm, wenn man wirklich sieht, wie das Zeug dann ins Meer fällt und dann windet es jetzt auch noch. Sandwind. Also ist echt schlimm. Und wir haben auch schon öfters Müll gesammelt, aber man fühlt sich danach, als hätte man irgendwie nichts gemacht, weil dieser Müllberg so groß ist. Ja, es wird nicht kleiner. Ja. Ich zeige euch das mal ganz kurz, was wir meinen. Schaut selbst hier, Bierflaschen, überall Plastikflaschen, alles voller Müll. Hier. Einfach so rausgeschmissen aus dem Auto und ja. Und das landet natürlich dann auch alles unten im Meer. Hier auch alles voll. Hier liegen dann sogar Autoreifen unten. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Casablanca, möchten heute noch ein paar Erledigungen machen und danach eine der größten Moscheen der Welt angucken. Die ist nämlich auch für Nicht-Muslime geöffnet und wir sind gespannt, ob wir da dann heute auch in die Moschee rein können. In the city. Heute ist erstaunlicherweise wenig Stress bei diesem Horrorverkehr hier. Du musst ja echt ruhig bleiben. Ja, ich merke schon davon raus. Fährt jeder wie er will. Ja, die fahren alle kreuz und quer. Da kommen sie von links einfach und rechts und halten mitten auf der Straße und ziehen zwischendurch einfach raus. Also gut ab, mein Schatz. Ab. Gas. Ja, Mann. Ja, muss die Leute mal ein bisschen motivieren. Genau, sie haben nur eine Chance. Du bist nämlich der nette Autofahrer, der alle... Ja, ich bin der Einzige, der hier mal anhält. Auch bei den Fußgängern. Marco lässt immer schön die Fußgänger drüber, die schon seit einer Ewigkeit warten. Oh, wow. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie Horror ist es in Casablanca Auto zu fahren?
Kein Bock mehr. Ich will immer nur raus aus dieser Stadt. Was soll dieses ständige Gegucke? Was ist denn hier los? Die Moschee ist nach Hassan II. Benannt und zählt zu den größten Moscheen der Welt. Das Minarett ist über 200 Meter hoch. 6 Jahre lang haben sich 2500 Arbeiter und 10.000 Handwerker und Künstler mit dem Bau der Moschee beschäftigt. Die Kosten lagen bei knapp 600 Millionen Euro. Tina musste sich natürlich noch eine Hose von hier anziehen. Ja, meine war deutlich zu kurz und mein Band hier für den Kopf hat nicht weiter runtergereicht. Krass, das ist total überwältigend, die Größe. In der Moschee finden insgesamt 25.000 Menschen Platz, davon 20.000 Männer im Erdgeschoss und 5.000 Frauen auf den Balkonen. Außerdem können sich weitere 80.000 Menschen am umfassenden Gelände der Moschee zum Gebet einfinden. Architektonisch ist diese Moschee ein Meisterwerk und an Eleganz nicht zu überbieten. Das Dach hier oben, das können die einfach aufmachen, wenn die hier drin beten. Und wenn Ramadan ist, ist das auch nur offen, weil es sonst keine Luftzirkulation gibt. Deswegen müssen wir das aufmachen. Wahnsinn. Mal ein kurzes Update von unserem heutigen Tag. Wir sind nämlich ziemlich durch und angenervt. Also es hat schon irgendwie angefangen, bevor wir zur Moschee sind, der Verkehr und dass auch Leute da waren, die wirklich die Hand reingestreckt haben, um zu betteln und dass natürlich jeder an der Straße nach Geld gefragt hat. Die Moschee war dann super schön. Aber danach ging es irgendwie gerade so weiter, dass wir durch den Tunnel gefahren sind und irgendjemand von oben einen Stein runtergeworfen hat und wir jetzt eine übelste Delle vorne im Pumper drin haben. Es hat mega den Knall gemacht und ich dachte erst, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Reifen geplatzt ist oder so. Es war übelst laut. Marco meinte aber, er sah aus dem Blickfeld, dass ein Stein runtergeworfen wurde oder er hat den Stein fliegen sehen. Ja, und dann einfach gerade dieser Verkehr und dass halt, sobald man irgendwie steht, einen jeder gerade anquatscht und jeder irgendwie was von ihm möchte, vor allem Geld, sorgt heute irgendwie dafür, dass wir einfach durch sind. Richtig? Wir haben echt gerade keine Lust mehr und wollen nur noch zum Stellplatz und... Ja, ich bin ziemlich angenervt. Weil was ich nicht leiden kann, ist für nichts, was derjenige für uns macht, immer Geld zu wollen. Dann die andere Sache, wir gehen gerade noch mal in so ein Einkaufszentrum, weil wir noch was gesucht haben. Und gegenüber standen die ganzen Taxis. Wir laufen dran vorbei und da schmeißt er einer so eine Flasche vor mir vor die Füße. Wo ich denke, was soll denn das? Ich schmeiß ja immer nur raus, weil zu faul ist, zum Müll immer zu gehen wieder.
bin ich halt auch mal kurz lauter geworden. Was ist los, Junge? Verhaltst am Auto und schaffst den Mülleimer. Und keine Ahnung, es geht ja nur so, überall fliegt der ganze Müll überall raus. Keine Ahnung, das ist keine Art irgendwie. Mit seinem eigenen Land und seinem eigenen Hab und Gut und mit der eigenen Natur so umzugehen. Ja. Also keine Ahnung, was sie sich davon versprechen, aber glücklich macht es Touristen auf jeden Fall nicht. Tina geht's gar nicht gut. Die ist ganz übel, schon die ganze Nacht. Jetzt gucken wir, hab's mit Elektrolyte-Trinkchen gegeben und jetzt noch ein bisschen Magen-Darm-Tee, ob es ein bisschen besser wird. Und schlafen. Oh man. Da Tina krank ist, machen wir heute einfach einen Lazy Day. Wir werden uns nur hier den Tag am Strand verbringen, beziehungsweise Tina im Bett. Gucken, was ich noch so machen werde. Das tat mega gut. Oh, da sitzt hier jemand. Oh je, geht's ihm noch nicht besser? Oh, fuck.